Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch das S50 Smartphone von CAT vor. Vorweg kann ich schon sagen, dass es einiges aushält, ohne dabei in alle Teile zu springen. Und was ich alles damit gemacht habe und was es sonst noch so kann, seht ihr jetzt im Video. Also viel Spaß! Das CAT S50 ist ein Smartphone, das auch ohne Case einiges aushält und speziell für die Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Es eignet sich also gut für Outdoor-Aktivitäten, auf der Baustelle oder in anderen Bereichen, bei denen ein normales Smartphone nicht lange durchhalten würde. Beim Thema Design ist das CAT S50 nicht gerade das schönste Smartphone, aber dafür ist es ja auch nicht designt worden. An den Ecken findet man harte Gummibumper, die für die Stoßfestigkeit sorgen. Die Leisten dazwischen sind aus Kunststoff und nicht wie der erste Blick vermuten lässt aus Metall. Allerdings sind die Leisten mit Inbusschrauben verschraubt, die das Smartphone nochmal etwas robuster erscheinen lassen. Die Rückseite wird von einem großen CAT-Logo geziert und kommt mit einer griffigen Oberfläche. Ebenfalls robust ist das 4,7 Zoll große Display mit einer HD-Auflösung von 1280 x 720 Pixeln, die für die Displaygröße auch sehr scharf rüberkommt. Das Gorilla Glass 3 schützt das Display dabei vor äußeren Einwirkungen. Was es aushält, schauen wir uns gleich an. Es lässt sich jedenfalls gut bedienen und das sogar mit nassen Fingern. Auch die Bedienung mit Handschuhen funktioniert gut. Im Freien bei viel Sonne macht das Display leider etwas schlapp, da es dafür nicht hell genug ist. Für die flüssige Bedienung sorgt der 1,2 GHz getaktete Snapdragon 400 mit 4 Kernen. Zusammen mit den 2 GB Arbeitsspeicher läuft das 4.4 Android-System sehr flüssig und auch im Antutu-Benchmark reicht es für fast 18.000 Punkte. Zum Speichern eurer Outdoor-Bilder oder Musik kommt das S50 nur mit 8 GB internen Speicher, von dem nochmal 2,5 GB für das System und die vorinstallierten Apps abgezogen werden. Hier ist anzumerken, dass CAT Links in App-Form zu deren Webseiten und dem Baumaschinen-Shop eingebunden hat. Dazu gibt es noch zwei richtige Apps, einmal die Shark Tracker App, bei der es sich um ein Projekt zum Schutz der Haie handelt, das von Caterpillar unterstützt wird, und noch die Toolbox App, in der man übersichtlich, passend zum Einsatzzweck des Smartphones, weitere Anwendungen findet. Die vorinstallierten Apps lassen sich übrigens nicht deinstallieren. Wer mehr Speicher benötigt, kann den Speicherplatz übrigens mit einer MicroSD-Karte mit bis zu 64 GB erweitern. Für Apps steht dieser Speicher leider nicht zur Verfügung. Kommen wir zu den verbauten Kameras. Auf der Rückseite befindet sich in der Sechskant-Einfassung eine 8-Megapixel-Kamera inklusive Blitz, mit der ihr Fotos und zusätzlich Videos in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen könnt. Die Qualität könnte meiner Meinung nach etwas besser sein, reicht aber locker für das Nötigste. Wirklich nur fürs Nötigste ist die VGA-Frontkamera. Mit nur 0,3 Megapixeln reicht sie gerade so für Notfall-Videochats. Selfies oder andere Spielereien würde ich mit einer anderen Kamera aufnehmen. Die Testbilder und Videos verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Durch den IP67-Standard ist das S50 wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1 Meter für eine Dauer von 30 Minuten. Auch gegen Staub, zum Beispiel auf der Baustelle oder am sandigen Gelände, ist das S50 unempfindlich. Um diesen Schutz zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Gummiabdichtungen immer gut verschlossen sind. Diese befinden sich links am USB-Anschluss, oben am Kopfhörereingang und oben rechts bei dem SIM- und SD-Kartenslot. Weiter ist das S50 nach dem Militärstandard 810G geprüft und somit schlag- und stoßfest. Außerdem hält es stärkeren Vibrationen stand, was natürlich für die Arbeit auf der Baustelle wichtig ist. Den angegebenen Falltest von 1,2 Metern Höhe übersteht das S50 mühelos und noch 2 Stürze direkt auf das Display aus 3 Metern Höhe hat das Gorilla Glass in meinem Test ausgehalten. Nach dem dritten Teststurz war dann aber Schluss und ich hatte neben ein paar Kerben leider auch einen Riss im Glas oben links in der Ecke. Natürlich bekommt auch das Gehäuse hier und da ein paar Kratzer ab, aber die Funktion wird nicht beeinträchtigt. Zur Kratzfestigkeit muss ich sagen, dass diese wirklich gut ist und ich durch den groben Schotter nur 2 bis 3 sehr feine Kratzer hatte, die nur schwer zu erkennen waren. Beim etwas härteren Test war für das Gorilla Glass nach einem Sturz aus ca. 6 Metern Höhe in eine Schuttwanne dann aber Schluss und das Glas ist komplett gesprungen. Anzumerken ist aber, dass ich das Smartphone danach mit etwas Einschränkung trotzdem noch benutzen konnte. Auch bei niedrigen Betriebstemperaturen macht das S50 ebenfalls nicht so schnell schlapp und wer in heißen Regionen unterwegs ist, kann sich auf das S50 verlassen. Nach ca. 30 Sekunden in Flammen schmorten zwar die Seitenleisten und Bumper aus Kunststoff an, aber die Funktion wurde nicht beeinträchtigt
und das Smartphone lief danach ohne Probleme weiter. Schauen wir uns jetzt noch ein paar allgemeine Informationen an. Der nicht wechselbare Lithium-Ionen-Akku des Smartphones besitzt 2630 mAh und hält damit bei alltäglicher Nutzung mit WLAN und Co. maximal 1,5 Tage. Aufgeladen wird er über den Micro-USB 2.0 Anschluss. Die Standby-Zeit liegt bei Idealbedingungen mit der Einzel-SIM-Karten-Version bei bis zu 33 Tagen und die Gesprächsdauer bei bis zu 16 Stunden. Außerdem könnt ihr das S50 im Gegensatz zum Vorgänger jetzt auch im LTE bzw. 4G-Netz betreiben. Neben der Nutzung als MP3-Player könnt ihr mit dem CAT S50 über die 3,5 mm Buchse und euren Kopfhörern auch UKW-Radioprogramme empfangen. Zum Abschluss noch den Lieferumfang, das Gewicht und die Maße. Das S50 kommt in einer Box in den typischen CAT-Farben. Darin enthalten ist das Smartphone, die Anleitung und das USB-Kabel mit Netzstecker. Es wiegt satte 185 Gramm und lässt sich damit ungefähr mit dem Gewicht eines iPhone 6 Plus vergleichen. Mit den Maßen von 145 mm in der Länge, 77 mm in der Breite und einer Dicke von 13 mm ist das S50 ein wahres Schlachtschiff und nichts für kleine Hände. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war das CAT S50. Meine Meinung darüber ist gemischt. Mir hat gut gefallen, dass es robust ist und einiges wegsteckt. Dazu noch die gute Akkulaufzeit und ich fand, dass die Sprach- und Tonqualität, dafür, dass das Smartphone wasserdicht ist, besser war als in einigen Kritiken bewertet. Bei den negativen Punkten habe ich ein paar mehr, die ich jetzt mal schnell aufzähle. Also draußen, wenn es hell ist, ist das Display zu schwach. Die Kameras sind wirklich nur fürs Nötigste. Die Apps bzw. Links, also die Verlinkungen, lassen sich nicht deinstallieren. Die Abdichtungen haben keine eigenen Verriegelungen. Der externe Speicher kann nicht für Apps genutzt werden. Und abschließend noch ist das S50 momentan ein bisschen zu teuer. Ja, jetzt ist ja das S40 erschienen, das neue von CAT. Und wenn der Preis dann fürs S50 sinkt und man die negativen Punkte verkraften kann, bekommt man trotzdem ein solides Smartphone für draußen. Wer auf LTE-Netz verzichten kann und Outdoor sowieso seine Ruhe haben will, der kann sich auch mal das Vorgängermodell angucken, das B15Q von CAT. Damit ist man auch gut bedient. Ja, ansonsten, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr so für Handys oder Smartphones benutzt und ob ihr Interesse habt, dass ich das S40 auch noch vorstelle. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.